An einem unscheinbaren Morgen fuhr eine Gruppe von Fischern aufs Meer hinaus. Die Fischerei im Golfstrom im Atlantik war im vollen Gange, und die Menschen arbeiteten hart, um sicherzustellen, dass sie genug fangen würden, um ihre Kunden zufriedenzustellen. Zunächst verlief alles wie gewohnt. Die Männer fingen ihre ersten Fische und konnten sich soweit nicht beklagen. Doch was sie an diesem Tag erleben würden, sollten sie ihr ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Denn plötzlich hielt einer der Fischer inne und machte einen Schritt zurück. Dort befand sich etwas im Meer. Und es erschreckte ihn so sehr, dass er fast vom Boot fiel. Es war ein Hai. Aber nicht irgendein Hai. Es war der größte Hai, den er je gesehen hatte. Und das Beängstigende daran war, dass er sich langsam und bedrohlich auf das Boot zu bewegte. Nachdem sich der Fischer von seinem ersten Schock erholt hatte, sah er sich den Koloss genauer an. Dabei fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Der Hai bewegte sich extrem langsam und hatte eine riesige, unnatürliche Wölbung im Körper. Es war nicht das erste Mal, dass der Mann einen Hai zu Gesicht bekam, und er erkannte sofort, dass diese Ausbuchtung nicht normal war. Auch dem Rest der Crew kam diese Beobachtung seltsam vor. Als der Hai weiter um das Boot kreiste, bekamen die Männer Angst. Sie wussten nicht, wie sie handeln sollten. Einerseits hatten sie das Gefühl, dass mit dem Hai etwas nicht stimmte. Andererseits sah er sehr furchteinflößend aus, und die Fischer würden sich am liebsten schnellstmöglich von dem Ort entfernen. Schließlich beschlossen sie, dass es das Beste wäre, einen Tierarzt anzurufen. Glücklicherweise kannten sie einen Arzt, der sich bestens mit Meerestieren dieser Art auskannte. Dieser erklärte, dass der Hai trächtig sein könnte und in der Nähe des Strandes gebären würde. Um den Verdacht des Tierarztes zu bestätigen, bat er die Fischer zu beschreiben, an welcher Stelle genau sich die Ausbuchtung befand. Diese Aufgabe war allerdings leichter gesagt als getan. Denn der Hai bewegte sich und machte es den Fischern umso schwerer, eine Diagnose zu stellen. Schließlich gelang es den Männern, die genaue Stelle der Ausbuchtung zu lokalisieren, und sie gaben ihren Befund dem Tierarzt durch. In diesem Moment kippte die Stimmung. Wenn die Ausbuchtung des Körpers auf die Trächtigkeit zurückzuführen wäre, würde sie sich viel weiter hinten am Körper befinden. Die Beule befand sich jedoch ungefähr am Anfang des Magens. Das bedeutete, dass es sich um etwas anderes als Schwangerschaft handeln musste. Der Hai hatte offensichtlich etwas verschluckt, was er nicht hätte verschlucken sollen. Es befand sich etwas in ihm. Aber was? Und wie sollten sie dem Tier helfen, das dort so bedrohlich im Wasser schwamm? Der Tierarzt machte klar, dass er vermutlich sofort operiert werden musste, wenn er überleben sollte. Sie mussten den Koloss an Land bringen und ihn schnellstmöglich behandeln. Es gab keine Zeit zu verlieren. Jetzt passierte alles Schlag auf Schlag. Der Tierarzt kontaktierte umgehend die Organisation O-Search, die auf die Rettung von Haien spezialisiert war. Gleichzeitig fuhr er mit seinem kleinen Team ebenfalls aufs Meer hinaus. Die Fischer mussten in dieser Zeit das Tier im Auge behalten und durften es nicht verlieren. Aber das war leichter gesagt als getan. Die Fischer mussten dafür sorgen, dass sie für den Hai interessant blieben, damit dieser nicht abdrehte. Gleichzeitig durften sie sich jedoch nicht so interessant machen, um nicht in Gefahr zu geraten. Die meisten Fischer fragten sich, ob sie das überhaupt tun sollten. Was, wenn der Hai sie angreift? War es wirklich wert, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um einem wilden Tier zu helfen? Doch ein Mutiger trat aus der Gruppe hervor und übernahm die Führung. Er wies den Männern Rollen zu und behielt den Überblick. Indem sie immer wieder kleine Fischstückchen ins Wasser warfen, sorgten sie dafür, dass der Hai in ihrer Nähe blieb. Als das Boot mit dem Tierarzt und das große Schiff von O-Search eintrafen, übernahmen diese die Situation. Sie mussten den Hai auf die große Plattform neben das Rettungsschiff bringen. Diese Aufgabe war auch für die erfahrenen Menschen keine leichte. Auch sie hatten selten mit einem Exemplar solch einer Größe zu tun. Die Retter versuchten, den Hai mit massiven Angelschnüren und Haken auf die Plattform zu bringen. Dabei mussten sie äußerst vorsichtig und ruhig vorgehen, um das Tier nicht zu verletzen. Die messerscharfen Zähne machten den Männern Angst, aber dennoch versuchten sie ruhig zu bleiben und an dem Plan festzuhalten. Ein mutiger Mann erklärte sich bereit, sich auf die Plattform zu stellen und das Tier festzuhalten. Schließlich gelang es dem Team, das Tier zu betäuben und auf der Plattform zu fixieren. Doch der folgende Teil der Rettungsaktion war nicht weniger gefährlicher als der erste. Der Tierarzt konnte sich nun endlich der großen Beule am Hai zuwenden. Sein Verdacht bestätigte sich. In dem Körper des Hais befand sich ein Gegenstand, der nicht von dem Verdauungssystem abgebaut werden konnte. Das Tier musste sofort operiert werden, sonst drohte es zu sterben. Als der Arzt den Gegenstand enthüllte, konnten die Menschen ihren Augen nicht trauen. Die Fischer traf dieser Fund besonders hart, da sie möglicherweise der Grund für das Elend des Tieres waren. Auch wenn sie Fische fingen, um sie danach zu verarbeiten, würden sich die Männer als Tierfreunde bezeichnen. Sie würden niemals bewusst einem Tier unnötiges Leid zufügen. Es handelte sich um einen Beutel voller Fischköder. Vermutlich hatte ihn jemand auf hoher See verloren und der Hai hielt es aufgrund des Geruchs für Nahrung. Nachdem der Beutel entfernt wurde, begann der Tierarzt schnell damit, den Hai wieder zuzunähen.
Währenddessen chippte er den Hai, um seine Bewegungen zu verfolgen und zu sehen, ob er die Operation überleben würde. Dann warteten sie, bis der Hai wieder aufwachte. Nachdem er sich noch eine Weile auf der Plattform von dem Eingriff erholte, wurde er schließlich ins Meer entlassen. In den folgenden Tagen legte der Hai erschreckend wenig Distanz zurück. Doch nach einigen Monaten verhielt er sich wieder völlig normal, und der Tierarzt konnte getrost sagen, dass die Operation ein Erfolg war. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem weinenden Orca an. Niemand half dem Tier. Doch dann geschah etwas Unglaubliches.